Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserer Minecraft-Tutorial-Reihe mit Kotlin. Ja, wir wollen natürlich die letzte Art und Weise auch noch kennenlernen. Also ihr habt jetzt schon mittlerweile mitgekriegt, man kann Code ausführen über ein Event. Es gibt natürlich noch sehr viele mehr Events, außer dem oder Beitreten eines Servers. Da gibt es natürlich noch so viel mehr, das zeige ich euch aber an gegebener Stelle. Aber das ist Nummer 1. Das ist wahrscheinlich das, wie ihr häufig irgendwie Code ausführen wollt. Das zweite ist, ihr könnt Code ausführen, wenn man einen Befehl eingibt. Da werden wir natürlich auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen, und zwar, wie man diese Befehle vielleicht mit Rechten limitieren kann und so weiter. Und dann haben wir noch ein drittes, und das wollen wir heute machen, um die Liste zu vervollständigen, wie ihr Code regelmäßig einfach ausführt. Und dazu gibt es sogenannte Timer. Diese Timer, die führen einfach Code zum Beispiel im Abstand von einer Minute aus. Ja? So, also wie gesagt, wir brauchen als allererstes mal einen sogenannten Timer, und den bekommen wir, beziehungsweise einen Scheduler, ja, und den bekommen wir über Bucket.getScheduler. Der macht dann quasi, also der ist quasi dafür verantwortlich, um regelmäßig Dinge auszuführen. So, und bei dem wollen wir jetzt einen neuen Timer registrieren, okay? Das heißt, wir sagen, hey du, mach mal regelmäßig run_task_timer. Ja, ich sollte vielleicht mich nicht vertippen. run_task_timer. So. Und ja, bevor wir jetzt das hier machen, sagen wir ihm, das machen wir selber jetzt hier. So, jetzt, was genau soll er eigentlich tun? Nun, er soll es tun, und zwar auf diesem Plugin erstmal, ja. Das ist das Plugin, was ihr angeben müsst. Das heißt, er soll es für dieses Plugin tun. Ihr könnt auch theoretisch ein anderes angeben, aber das ist relativ komplex. Und dann müsst ihr hier angeben, was genau er denn tun soll. Und dazu müssen wir erstmal selber noch eine Funktion schreiben, die das enthält, was wir tun wollen. Das heißt, wir scrollen mal hier nach ganz unten. Achtung, vor der letzten Klammer zu, ja, also noch in der Klasse drin von dieser Loader-Klasse, ja, also bevor die letzte geschweifte Klammer zu ist, da kommt der Code rein. Okay, und hier schreiben wir ein Public Fun, und den nennen wir jetzt einfach mal Runtimer Code, okay? Wobei, nennen wir ihn einfach nur Runtimer, ja? Und da kommen natürlich wieder mal die Klammern hin. Der braucht keine Parameter oder sowas. So, und der ist jetzt wiederum ein Runnable, okay? So, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, beziehungsweise der wird uns ein Runnable zurückgeben, okay? Und dieses Runnable enthält im Endeffekt diesen Code, der dann ausgeführt wird, ja? So, okay, das heißt, wir machen das hier jetzt als Funktion auf. Oder als Methode, wenn man es genau nimmt. Und hier drin sagen wir jetzt, okay, wir brauchen natürlich unser Runnable. Ja, okay, wir nennen es einfach nur R. Ja. Das ist das Runnable, was wir am Ende zurückgeben. Runnable. Und das definieren wir als ein Runnable. Ja, das sieht komisch aus. Ein Runnable. So, und jetzt kommt hier rein der Code, der quasi ausgeführt werden soll später. Und dann sagen wir hier noch Return R. So, mehr brauchen wir nicht. Das ist schon alles. Und hier, also das könnt ihr einfach so übernehmen, ja. Und hier rein kommt jetzt euer Code, den ihr regelmäßig ausgeführt haben wollt. Und das machen wir jetzt hier zum Beispiel mit einer Broadcast Message. Die haben wir schon mal ganz am Anfang benutzt. Sie hat da zwar noch nichts getan, jetzt tut sie allerdings etwas. Und zwar Bucket.broadcast Message, ja. Hallo von Kotlin. Und dann geben wir die Zeit aus, okay? Damit wir sehen, was da eigentlich an Zeit vergangen ist. Das heißt, wir sagen hier time.from instant.now. So. Und das ist jetzt quasi, Time muss ich noch vielleicht importieren. Das kriegen wir hin, indem wir hier Import und dann aus Time oder Java SQL die Time importieren, und Instant.now ist quasi die jetzige Zeit. So, das heißt, wir bauen uns eine Zeit aus dem Jetzt gerade, ja, und die geben wir dann aus. Gut, und das geben wir direkt einfach weiter, und zwar wird das dann einfach in einer Broadcast Message an alle geschickt. Das werden wir uns gleich angucken, wie das aussieht, und dieses Runnable, das wird jetzt mehrfach laufen gelassen quasi. Und ja, das wird dann im Endeffekt
verwendet. So, jetzt müssen wir natürlich noch diesen Runtimer hier irgendwie verwenden, weil wir sind ja hier oben noch nicht fertig. Wir müssen ja den Task quasi registrieren, dass der auch wirklich regelmäßig durchläuft. Und dazu sagen wir jetzt, hier muss dieses Runnable rein. Also, naja, wie bekommen wir das Runnable? Naja, wir führen natürlich genau diese Funktion hier unten einmal aus. Dann bekommen wir nämlich genau dieses Runnable R hier. Das heißt, wir sagen hier, okay, mach mal bitte den Runtimer. So, bau mir dieses Runnable und das wird dann in diesem Task verwendet. Jetzt müssen wir noch sagen, wie lange es am Anfang verzögert sein soll. Da sagen wir mal 3 Sekunden. Das heißt, oh, ups, warum ist mein Numpad aus? Was soll die Scheiße? Okay, jetzt. 20 mal 3 Sekunden. Diese 20 mal braucht man einfach. Das heißt, wir sagen jetzt hier 3 Sekunden Verzögerung. Und dann sagen wir, das wird alle 10 Sekunden gemacht. Okay, das ist quasi die Periode hier. Das wird alle 10 Sekunden wiederholt und am Anfang hat es 3 Sekunden Verzögerung. So. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier brauchen. Das sind jetzt die 3 Varianten, wie ihr Code ausführen könnt. Wir kompilieren das Ganze natürlich nochmal ganz kurz und packen das hier einmal mit in unseren Server rein, ersetzen und ach so, vielleicht soll ich den Server noch neu starten dann auch. So, einmal den Server starten. Gut, und dann treten wir natürlich bei. Und jetzt sehen wir gleich was ganz Tolles. Wir werden einmal gegrüßt von Hallo von Kotlin und dann, also dieses Hallo von Kotlin, das ist das, ich zeige euch mal ganz kurz. Unten drunter seht ihr hier dieses Hallo von Kotlin und dann das Datum und die Uhrzeit hinterher. Und ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier nochmal auf den Code. Hallo von Kotlin wird geschickt von unserem Event. Dann haben wir noch unser Command, das sendet quasi Hallo an den Spieler und Hallo bla bla bla, kommt von diesem Runnable hier. So, wir gehen nochmal, nicht da rein, sondern hier auf den Dingens. So, wir sehen hier um 15:33 Sekunden schickt er mir das Hallo von Kotlin und dann nochmal 10 Sekunden später, na komm schon, wie lange sind 10 Sekunden? Um 13 Sekunden, was willst du denn jetzt schon wieder? Und genau, dann sehen wir hier quasi alle 10 Sekunden bekommen wir hier ein Hallo geschickt. Okay? So, und wenn ich jetzt auch noch meinen Befehl eingebe, in einem Text, sehen wir genau, dass eben alles geschickt wird. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, Hallo zu sagen. So, und dann kommt hier noch Hallo Morpheus 407. Das sind quasi alle 3 Varianten, wie ihr Code in eurem Plugin einbauen könnt. So. Und das war jetzt quasi die Einführung. So könnt ihr quasi euren Code erstmal reinbringen in das Plugin. Nächstes Mal oder ab nächsten Mal gucken wir uns dann natürlich an, was genau ihr für Möglichkeiten mit eurem Code in Minecraft habt. Das heißt, was ihr endlich auch mal Sinnvolles tun könnt, außer nur Spieler zu grüßen. Denn das, nun ja, ist nicht wirklich spannend, ne? Und ja, genau das gucken wir uns ab nächstem Mal an. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.